Anfang der 1990er Jahre. Der damals Mitte 40-jährige Donald Trump hat gerade im obersten Stockwerk seines gläsernen Palasts einen millionenschweren Deal abgeschlossen. Ein weiterer Baustein in seinem Traum vom Imperium aus Beton und Gold. Oben im Penthouse stößt er mit Champagner an und schaut zufrieden auf die Stadt, die niemals schläft. Doch was er nicht weiß: Auf der Straße, direkt gegenüber vom Trump Tower, steht seit Tagen ein unscheinbarer Van des FBI. Drin beobachten Agenten nicht den berühmten Bautycoon, sondern einen seiner gefährlichsten Hausbewohner. Vyacheslav Ivankov, einer der meistgesuchten Paten der russischen Unterwelt. Dieser lebt in einem Luxus-Apartment unter Trumps Dach und hat in seinem Adressbuch die Durchwahl der Trump Organization gespeichert. Während der zukünftige Präsident sich als genialer Selfmade King inszeniert, hat sich in seinem Vorzeigeturm längst die Unterwelt eingenistet. Ivankov kommt Anfang der 90er Jahre in die USA, während in Russland der Staat zerbricht und die Mafia ihr Geld ins Ausland verschiebt. Seine Spuren führen immer wieder zu zwei Orten, dem Trump Tower in Manhattan und Trumps Taj Mahal Casino in Atlantic City. Für die neue russische Mafia sind Casinos perfekte Waschmaschinen. Chips rein, Chips raus, Herkunft vergessen. Trumps Casino wird wegen Verstößen gegen Geldwäschepflichten hoch bestraft. Ermittler beobachten russische Gangster als Dauergäste. Ivankovs Geschichte endet später in Moskau unter den Kugeln eines Scharfschützen. Aber sie hinterlässt eine Frage, die bleibt. Warum tauchen ausgerechnet in Trumps Immobilien immer wieder Figuren aus der russischen Unterwelt auf? 2013, wieder der Trump Tower, wieder das FBI. In einem Apartment im 63. Stock betreibt eine Gruppe um den Geschäftsmann Alimjan Toktakunov einen illegalen High-Roller-Poker-Club für Superreiche aus der Ex-Sowjetunion. Über Offshore-Konten und Banken in New York sollen zig Millionen Dollar gewaschen worden sein, während im selben Gebäude Donald Trump wohnt. Als die Razzia kommt, konfisziert die Staatsanwaltschaft Wohnungen auch in anderen Trump-Türmen. Toktakunov selbst entkommt. Monate später sitzt derselbe Mann seelenruhig im VIP-Bereich der Miss Universe-Wahl in Moskau, veranstaltet von Donald Trump. Ein international gesuchter Geldwäscher als Ehrengast. Und wieder stellt sich die Frage: Wer nutzt hier wen? Für Ermittler ist der Trump Tower längst mehr als nur ein Wolkenkratzer. Er ist ein Magnet für Käufer aus der Ex-Sowjetunion, viele zahlen bar, oft über Briefkastenfirmen. In Miami, wo mehrere Trump-Türme am Strand stehen, sprechen Makler von Little Moscow. Wohnungen werden zu Schließfächern für Kapital, in denen vor allem eine Sache versteckt wird: die Herkunft. Trumps Unternehmen verteidigt sich: Man verkaufe an jeden, der zahlt. Man sei kein Ermittlungsbüro. Doch je mehr Fälle auftauchen, desto weniger wirkt diese Blindheit wie Zufall, eher wie ein Geschäftsmodell. Um zu verstehen, wie dieses Muster entstehen konnte, muss man an den Anfang zurück. In die 1980er, als Donald Trump sich in Manhattan nach oben baut. Damals kontrollierten die Mafia-Familien Genovese und Gambino das Betongeschäft und die Baugewerkschaften. Wer einen Wolkenkratzer hochziehen wollte, kam an ihnen nicht vorbei. Ex-Mafia-Boss Michael Franzese sagt später sinngemäß: Ohne Absprachen mit der Mafia lief im Betonbusiness nichts. Der Trump Tower wird mit Beton aus mafianahen Firmen gegossen, Gewerkschaftsbosse mit Unterweltkontakten halten Baustopps fern. Eine Zweckgemeinschaft: die Mafia verdient, Trump baut. Kurz darauf betritt ein Emissär der sowjetischen Unterwelt Trumps Welt, David Bogatin, Ex-KGB-Mann und verurteilter Benzinschmuggler. Er kauft Mitte der 80er 5 Apartments im Trump Tower, bar und über Firmenstrukturen. Jahre später beschlagnahmen US-Behörden diese Wohnung. Das Geld stammt aus organisierter Kriminalität. Für Ermittler ist klar: Hier wird nicht nur gewohnt, hier wird gewaschen. Und Bogatin ist kein Einzelfall. Recherchen sprechen von hunderten Trump-Immobilienverkäufen an Käufer mit hochriskanten Profilen, bargeldlastig, verschleiert, schwer nachvollziehbar. Immer wenn Banken Trump nach seinen Pleiten kein Geld mehr leihen wollen, scheint frisches Geld aus undurchsichtigen Quellen aufzutauchen, oft über seine Immobilienprojekte. In den 2000ern taucht ein Mann auf, der wie eine Figur aus einem Mafia-Film wirkt. Felix Sater, geboren in Moskau, aufgewachsen in Brooklyn. Er
gesteht seine Rolle in einem großen Aktienbetrug, abgesichert durch mehrere New Yorker Mafia-Familien, kooperiert mit den Behörden, viele Details verschwinden aus der Öffentlichkeit. Wenige Jahre später sitzt derselbe Felix Sater im 24. Stock des Trump Tower als Geschäftsführer der Immobilienfirma Bayrock. Bayrock sucht gezielt die Nähe zu Trump. Gemeinsam planen sie Projekte wie den Trump Soho in New York oder Luxustürme in Florida. Das Modell ist simpel und für Trump perfekt. Er gibt vor allem seinen Namen, kassiert Lizenz- und Managementgebühren, während andere das Kapital einsammeln, darunter auch Investoren aus der post-sowjetischen Welt mit fragwürdigen Hintergründen. Sater nutzt Visitenkarten mit dem Titel Senior Advisor to Donald Trump. Als Medien Saters Vergangenheit öffentlich machen, behauptet Trump Jahre später plötzlich, ihn kaum zu kennen. Doch Verträge und Zeugen zeichnen ein anderes Bild. Sater geht bei Trump ein und aus, versucht unter anderem einen Trump Tower in Moskau anzubahnen. Wieder dieselbe Frage. Nur ein guter Deal, egal mit wem? Trumps Geschäftsinteressen führen ihn schließlich dorthin, wo Politik, Öl und organisierte Kriminalität ineinander fließen, nach Aserbaidschan. In der Hauptstadt Baku lässt er einen Turm mit seinem Namen planen, offiziell als Luxushotel, betrieben mit einer Familie aus der lokalen Elite, dem westliche Beobachter enge Verbindungen zu korrupten Netzwerken und zum iranischen Regime nachsagen. Der Turm wird fast fertiggestellt, eröffnet aber nie. Auch hier verteidigt sich Trumps Lager. Man habe nur eine Lizenz vergeben, die Partner seien verantwortlich. Formal mag das stimmen, aber es fügt sich zu einem Muster, das niemand mehr ignorieren kann. Legt man all diese Sachen nebeneinander, Ivankov im Trump Tower, der Pokerring im 63. Stock, der Benzinschmuggler Bogatin als Apartmentkäufer, der Doppelagent Felix Sater im 24. Stock, der Geisterturm in Baku, entsteht ein Bild, das eher an einen Mafia-Epos erinnert als an die Biografie eines normalen Unternehmers. Investigative Autoren kommen zu dem Schluss, ohne Geld aus dem post-sowjetischen Untergrund, ohne Oligarchen, Strohmänner und halbseidene Partner, wäre Trumps Imperium an mehreren Punkten kollabiert. Offiziell weist Trump alle Vorwürfe von sich, spricht von Zufällen, Einzelfällen, unglücklichen Bekannten. Aber wie viele Zufälle verträgt eine Geschichte, bevor sie zur Struktur wird? War Trump nur der naive Bautycoon, dem egal war, wer die Schecks unterschreibt, oder ein Mann, der wusste, dass sein Goldglanz auch deshalb so hell leuchtet, weil dunkles Geld dahinter stand? Sicher ist, wer in dieser Liga mitspielt, bewegt sich in Grauzonen, in denen sich Unterwelt, Politik und Business gefährlich nahe kommen. Und während die Welt auf den Präsidenten der USA schaut, lohnt sich ein Blick zurück in die Marmorlobbys, Spielsäle, Penthouses, in denen seine Geschichte geschrieben wurde. Mit Beton, mit Bargeld und mit Männern aus dem Untergrund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Die nächste Geschichte wartet schon.